Hier is eine Frage, die ich aufgrund ihrer Dreistigkeit absolut entzückend finde, nicht weil sie einfach ist, sondern gerade weil sie harden. Es liegt genau an der unbequemen Grenze dessen, was die Wissenschaft wissen, was sie noch im Dunkel tastend anstrebt. Wo wollen de Bever de geht mit hast, nicht deinem, nicht deine Erinnerungen, nicht dein Erinnerungen, sich dein Gesicht, sondern das, was das Erleben auslöste, weil wat das ist. Ich möchte von Anfang an ehrlich sein, ich habe keine eindeutige, abschließende Antwort. Niemand hat die, aber die tatsächlichen Daten, die wir tun haben, ist, ehrlich gesagt, erstaunlicher, als die meisten Menschen sich einstellen wollen, vollständig strategiert auf eine ganz andere Art und Weise berührt hat. Dann gibt dem keinerlei Abonnere in und blieben. Denn die wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu werden deine Sicht auf dich selbst für immer werden nicht verpassen. Es wird noch seltsamer. Beginnen wir mit den Atomen. Ihr Körper besteht genau jetzt, während sie diese Lesson aus etwa 7 Atomen Atome. Das ist eine 7 mit 27 Nullen. Und jetzt kommt der Punkt, der dich staunen lassen sollte. Fastet dies einzelne dieser Atome wurde Wunders. In etwas anderem Milliarden von Jahren wurde der Existenz der Welt erschöpft. Der Wasserstoff in deinem Körper. Und Wasserstoff ist mit Abstand das häufigste Atem in deren Macht. Etwa 60% deiner Atoms alles entstehen nicht in einem Stern. Entstehen im Weltraum. Das now selbst vor 13.080 Milliarden Jahren. In den ersten 20 Minuten des Universums waren der sogenannten Nukleosynthese entstanden die Wasserstoffatome in deinem Körper. Sie sind älter als den Landstern am Nachthimmel. Deine Sonne ist erst 46 Milliarden Jahre alt. Dein Wasserstoff ist achtmal so alt. Nun ihre schweren Atome, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, das Eisen, das in diesem Moment Sauerstoff durch ihr Blut transportiert. All das entstand im Inneren von Sternen. Wie Dr. Ashley King vom Naturkundemuseum es ausdrückt, this ist absolut richtig. Fast alle Elemente im menschlichen Körper werden in einem Sterngebilde. Wir sind durch die Atmosphäre in den menschlichen Körper gelangt. Mehr Supernova. Jedes Element, in der das schwerer als Eisen ist, hat mindestens eine Sternenexplosion durchlaufen. Ein sterbender Stern hunderte Mal Master schwer als unsere Sonne explodiert in einer Supernova. Und aus dieser Gewalt entstand das Calcium in deinen Sehnen. Also noch vor deinem ersten Atemzug, ihre Analigenheit ist. Hunderten Milliarden von Jahren der Galaxie in der Bell, in anderen Sternen, verstreut im interstellaren Raum. Die Atome waren da, sie waren immer da. Die Frage ist da, war in der Sache her? Hier wird es wirklich seltsam, langweilig, eigentlich in fast der gesamten Geschichte der Wissenschaft galt die einfache Annahme. Bewusstsein ist das, was das Gehirn produziert und man bekommt ein Gehirn, man bekommt Bewusstsein. Dans Rechtsorlein, dans Rechtsof, doch dies, anime bert inige recht unegene, Probleme, nicht Juliet das, was der Philosoph David Chalmers als das schwierige Problem des Bewusstseins bezeichnete, das Rätsel. Warum und wie physikalische Präzis in einem gewickelten Bewusstsein erzeugen,
Das Subjektive erfahren überhaupt nicht. Wir können jedes Neuron kartieren, jedes Synapse verfolgen, und wir können trotzdem nicht erklären, warum es fühlt sich an wie etwas du selbst du sehen. Diese Kluft ist nicht gering. Sie ist in den Worten vieler Seriöser Wissenschaftler das größte unerklärte Phänomen in der gesamten Natur. Lasst uns darüber sprechen, was die Neurowissenschaft und staatsstaatlich über das Bewusstsein sagt. Empfang eine wegweisende Studie aus dem Jahr 2023, veröffentlicht in Trends in den Kognitionswissenschaften, eine Studie von Forschern des Trinity College Dublin, der Monash University, der Universität Tübingen und der Universität Minnesota untersuchte Bewusstseinsmarker aus der Hirnbildgebung desselben Marker. Die Beurteilung des Bewusstseins bei erwachsenen Patienten verwendet werden und wenn sie aus sehr junger ihr Ergebnis wohlverprüfend, die beschlagnahmt der Jute stark auf ein Bewusstsein hin. Früheinsichten die Forschung zeigt, dass das Neugeborene sensorische und kognitive Rekoschnen zu gehörenden Bewusstseinserfahrungen integrieren können. Sie leiten dass Bewusstseinserfahrungen bereits im frühen Kindesalter beginnen keines drittes Trimester etwa in der 28 bis 35 Schwangerschaftsschwangerschaft. Eine ergänzende PubMed-Studie, die EEG-Daten analysierte, kam zu dem vorläufigen Schluss, dass ein Fötus etwa 14 nach der Befruchtung ein Bewusstsein nach der Befruchtung ein Bewusstsein entwickelt. Und wie sieht die strukturelle Grundlage dafür aus? Untersuchungen des thalamokortikalen Verbindungen, der neuronalen Brücken zwischen Thalamus und Cortex, die für bewusste Prozesse als notwendig gelten, ihre maximale funktionelle Konnektivität zwischen der 29 und 31. Schwangerschaftsschwäche erreichen. Das Bewusstsein im vorderen Sinne entsteht also nicht mit dem ersten Atemzug. Es entwickelte sich bereits Wochen vor der Geburt im Verborgenen. Doch das beantwortet nach immer nur eine Frage der Antwort. Wann Bewusstsein tritt in den biologischen Mechanismen auf. Es beantwortet jedoch nicht die Frage, was Base ist oder woher es gemotes Todes kommt. Herr Common Doctor Stuart Hameroff und der Nobelpreisträger für Physik Sir Roger Penrose mit etwas Raft provocativem ins Spiel. Orchestrierte objective reducunit orchis or, wie sie genannt verducunity, Bevor, orchi or, wie sie genannt verduc besagt. Das Bewusstsein nicht gestiltem Gehirn, sondern ihr verarbeitetet Ort. Wie ein Radio, das ein bereits durch den Raum reisendes Signal im Empfang stimmt sich des Gehirn laut Ohr auf. Etwas Fundamentales ein. Der spezifische Mechanismus, so etwas, beinhaltet Quantenberechnungen innerhalb von Mikrotubuli, winzigen Protozoen, die das Gas der Neuronen bilden. 2014 Quantenschwingungen in diesen Mikrotubuli entdeckt. 2023 Riesen Hameroff, Penrose und der Physiker Jack Tusikastikens macht das Quantenaktivität in den Mikrotubuli des Gehirns real und messbar ist. Hameroff geht noch weiter und vermutet, dass Strukturen, die es Quantenprozesse ermöglichen, unter organischen Molekülen existiert haben könnten, Daten, die hundert Millionen Jahre beauftragende Grund ermöglichte. So frühe Formen der Entscheidungsfindung und Selbstorganisation lange vor dem, was Rivals Leben bezeichnen würden. Mit anderen Worten, die Mechanismen zum Leben könnten älter sein als die Biologie selbst. Dann ist danach die Kunstidee von allen, die Feynman dazu gebracht hatte,
sich in seinem Stuhl nach vorne zu beugen und zu beugen und zu sagen, das Moment male, ich muss erst ergehen, dass ich das richtig gestanden habe. Im Jahr 2009 wurde eine von Fachkollegen begutachtete Arbeit veröffentlicht in AIP Fortschritte Dr. Maria Strum, Professorin für Nanotechnologie an der Universität Uppsala, schlug vor, dass Bewusstsein überhaupt keine emergente Eigenschaft des Gehirns ist, sondern ein universales Feld. So fundamental wie das Higgsfeld oder die Raumzeit selbst, das vor dem Urknall existierte. Mathematisches Modell behandelt das Bewusstsein als eine grundlegende Entität, aus der Raum, Zeit und Materie hervorgehen, das unterscheiden in einem Prozess, der Berechnung der Quantensymmetrie-Analog ist. Vor dem Urknall schritt sie, siete die Realität als eine Art formloses Potential, eine Rohschau, Superposition, die alle möglichen Konfigurationen der Realität enthält. Individuelles Bewusstsein entsteht in ihrem Modell als lokalisiertes, welches in diesem universalen Feld vorübergehend, aber niemals wirklich vom Ganzen Daten. Nun möchte vorsichtig sein, wie es sich für einen ursprünglichen Wissenschaftler gehört, das sind Hypothesen auch oft ausstritten. Doch der Muster ist umstritten. Stroms Modell ist so gewagt, dass es kontrovers diskutiert wird und die meisten etablierten Neurowissenschaftler bestehen darauf, dass Bewusstsein möglichst leistlich im Gehirn entsteht. Sie mögen Recht haben, aber hier ist, was ich meine dürfen, ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, Ihre Atome sind 13.000 Jahre alt. Die Energie in Ihrem Körper kann weder erzeugt noch vernichtet werden. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik ist unumstößlich. Die neuronalen Strukturen, die Ihre Wahrnehmung ermöglichen, haben sich bereits vor ihrer Geburt gebildet. Und einige der renommiertesten Wissenschaftler unserer Zeit argumentieren mit Vorjahren, von festgelegten begutachteten mathematischen Beispielen, dass die Fähigkeit zum Bewusstsein in die Struktur des Universums selbst ein Element sein könnte. Worin sie also vor ihrem ersten Atemzug ihre Materie über die Galaxie verstreut im Inneren der Architektur ihres Gehirns wurde still und ließ sie im Mutterleib abgebaut. Wohin bewähre ihre Lungen sich mit Luft flossen? Und wenn das Universum uns eine tiefgründige Lektion lernt, wo Penrose, Hameroff und Strom auch nur teilweise recht haben, dann ist das, was sie auszeichnen. Es hat wirklich gar nicht erst begonnen. Es hat wirklich in fast nur fokussierte Art und Weise wie eine Linie Licht bündelt, das sich bereits bewährt von einer so alten und gewaltigen Quelle, dass es eine Unterreibung wäre, sie als kleiner als das Universum selbst zu bescheiden. Das ist keine mystische Behauptung. Darauf führten die Daten im Moment ganz klar hin. Und ich finde, dass es gesagt wunderbarer als alles, was ich mir hätte vorstellen können.